Hallo alle zusammen! Ja, heute gibt es ein ganz besonderes Video und zwar ein Hochzeitszeremonien-Update. Wuhu! Ja, ach, die Sonne scheint, die Blumen blühen, naja, bald nicht mehr, es wird langsam Herbst und ich dachte mir, es ist eine super Gelegenheit, mal so ein bisschen zusammenzufassen, was so in letzter Zeit alles passiert ist. Apropos in letzter Zeit passiert. Wow, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber irgendwie in letzter Zeit habe ich irgendwie wahnsinnig viele Subscriber auf YouTube dazu bekommen und ich wollte mich nur mal herzlich bedanken dafür, weil ich war total baff, weil plötzlich, also ich hatte erstmal irgendwie 300, plötzlich sind es sogar schon über 400 und ja, es freut mich einfach, dass den Leuten scheinbar meine Sachen gefallen und ja, an der Stelle vielen, vielen Dank und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr weiter am Ball bleibt. So, jetzt geht es aber um die Wurst. Und zwar, ja, haben mein Mann und ich neulich eine Art Schrein-Scouting gemacht. Also quasi eine Art Casting. Wir sind da vorher auch schon mal etwas rumgegurkt und haben uns einen anderen Schrein angeschaut. Und zwar den Yukigaya-Schrein, der etwas außerhalb liegt. Den habe ich aber sehr schnell wieder von der Liste gestrichen. Also der war jetzt nicht so einer meiner Favoritenschreine. Deshalb hatten wir uns an einem Tag einfach mal so vorgenommen, ja, okay, checken wir einfach mal ein paar Schreine aus. Gestartet haben wir beim Nesu-Schrein. Dieser ist wirklich wunderschön und sagen wir mal so, ich habe diesen Schrein betreten und war eigentlich sofort, ja, überwältigt einfach. Weil man hatte diesen kleinen Hang nach oben, wo ganz viele Büsche waren, in denen halt im Frühling Azaleen blühen sollen. Also wirklich in rosa, lila und weiß. Also es soll wirklich wunderschön aussehen. Dann am Anfang hat man diese kleine Brücke und genau, dahinter erstreckt sich halt ja, der ganze Schreinkomplex und an der Seite gibt es halt noch einen ja, Weg, der sehr an den Fushimi Inari erinnert. Also einer meiner absoluten Lieblingsschreine hier in Japan. Leider sehr überfüllt immer in den letzten Jahren gewesen. Aber ja, ich war da drin und dachte mir, oh mein Gott, das ist er. Der und kein anderer. Ich fand diesen Schrein wirklich einfach wahnsinnig schön. Wir sind dann auch ein bisschen rumgelaufen, haben uns alles ganz genau angeschaut und wie soll ich sagen, also ich war einfach komplett baff. Also es war so, der Schrein oder kein anderer, hier will ich heiraten, ich bestehe drauf. Und ja, genau. Dann haben wir uns den halt genau angeschaut, sind auch den Weg etwas entlang gegangen oben bei den Tori. Und das war einfach wunderschön. Also mein absoluter Favorite. Wenn ihr ihn auch mal gerne anschauen wollt, er ist ganz einfach zu erreichen. Am einfachsten von Ueno aus. Wir sind, glaube ich, ungefähr 20 Minuten dahin gelaufen von der Ueno Station aus. Es ist gut für einen Spaziergang, also super für schönes Wetter. Es gibt aber auch 2 Stationen, die in der Nähe sind. Ich glaube, das war die Nezu Station und die andere müsste ich nochmal nachschauen. Sehr viel später. Ah, genau hier. Stimmt, ich hatte es einer Followerin geschrieben auf Twitter. Und zwar die U-Bahn-Station, es sind sogar 3. Nezu, Sendagi und Todaimai. Schaut ihn euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr in Tokio seid. Der Schrein ist wirklich wunderschön. Ja, als nächstes hat uns dann unser Weg zum Yushima Tenjin geführt. Ich war da schon mal mit meinem Mann und lustigerweise immer, wenn wir dort waren, fand dort eine Hochzeitszeremonie statt. Das war sehr passend. Dieser Schrein ist momentan leider eine ziemliche Baustelle. Also das Tor am Anfang ist komplett bedeckt und man sieht, ja, dass sie halt in diesem ganzen Komplex halt alles neu anmalen. Der Schrein an sich ist sehr dafür bekannt und beliebt, dass er von Studenten und Schülern ja quasi heimgesucht wird. Da es eigentlich der Ort ist, an dem immer ja, beschriftet werden mit Wünschen, Prüfungen jeglicher Art zu bestehen. Ich muss ehrlich sagen, der Schrein ist zwar schön, ist mir aber zu ungrün, wenn ich das so sagen darf. Ich hätte gerne eher einen Schrein im Grünen gehabt, allerdings
fällt er einfach komplett aus der Reihe. Man hat diese Straße unten, man hat hinten hinter dem ganzen Komplex nochmal eine andere Straße und es ist einfach sehr unruhig irgendwie, die Gegend. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Also man hatte ja anfangs den Neso-Schrein, der ja wirklich sehr ruhig gelegen war, also wirklich etwas abseits von dem ganzen Trubel. Und hier bei dem jetzigen war es mir halt zu laut. Also deswegen fehlt er auch relativ schnell ja, aus der Liste raus. Dann haben wir uns den Kanda-Schrein angeschaut, den Kanda Myojin. Ja, es war eigentlich ganz lustig. Wir haben den Schrein betreten, ich kannte den ja schon vorher. Und links, wo eigentlich ein riesiges Gebäude mit Omamori und Ema und so und ganzen Sachen waren, die man kaufen konnte, das war komplett abgerissen und das war eine gigantische Baustelle. Da dachte ich mir gleich, uncool, nicht so schön. What was there before? It was for Emma and is here. This entrance. And see here, this building is completely gone now. Yeah. Wir sind dann zu dem Gebäudekomplex gegangen, in dem die Zeremonie an sich stattfindet. Und da war halt so ein Wedding-Plan, der hing dann draußen aus und wir haben uns angeschaut. Und plötzlich kam ein Priester raus und hat gefragt, ob er uns beraten dürfte. In der Kato-san, ja. Relatives dressing room Yeah. and dress. Ah, yeah. Kuro. もしよろしければパンフレットございますので、よろしければ、はい。お時間ございますよね。じゃあ15分ぐらいよろしいですか。ちょっと簡単にご説明をさせていただきます。 Looks great. Natürlich haben wir gleich die Gelegenheit am Schopfe ergriffen und ja, wir sind ihm gefolgt und er hat uns ganz lieb Tee angeboten, hat uns ein Fotobuch hingelegt zum Anschauen und auch quasi so ja, so einen Umfragenzettel. Und genau, dann saßen wir erstmal drin und haben auf ihn gewartet. Ich habe mir das Buch so lange angeschaut. Und genau, dann wurden wir richtig professionell beraten. Oh, hey, Saka, this is good. This is something for us. This is good. Just pause. Wir haben dann auch noch diese Broschüre hier bekommen. Total lieb. Hier seht ihr zum Beispiel unter anderem auch den Preis. Also unter der Woche ist es natürlich günstiger. Und das ist der Preis für eine Wochenendhochzeit. Sieht man das? Und hier in dem Kästchen steht halt drin, was alles inbegriffen ist. Also es ist wirklich alles dabei. Kameramann, der Kimono, also die ganze Klamotte und alles. Und man kann halt noch wählen, ob man dort danach feiern und essen möchte oder in einem Restaurant oder in einem Hotel. Dazu haben wir auch noch dieses schöne Kärtchen hier bekommen. Das ist echt total schön.
Und hier stehen dann halt die ganzen Menüs drin, die man sich aussuchen kann. Das ist echt nicht ohne und die sehen wirklich toll aus. Da sind wir halt auch noch ein bisschen am Überlegen. Es ist echt schön. Es ist echt toll. Und wie ihr seht, natürlich auch verschiedene Preisklassen. Vor allem immer so special mit so einem Sakefass und allem. Das ist schon echt cool. In der Hülle, die wir bekommen haben, ist sogar noch eine kleine DVD vom Schrein dabei. Also es ist wirklich alles drum und dran. Sagen wir mal so, also Kato-san hat mich schon wirklich sehr überzeugt. Ich war wirklich sehr baff. Mein Mann hatte dann daraufhin gefragt, wie lange denn diese Baustelle denn noch dort stehen würde und wann sie fertig sei. Lustigerweise wäre diese Baustelle sogar fertig bis zum Zeitraum unserer Hochzeit. Was natürlich echt verdammt cool ist. Ja, deswegen war der Kanda-Schrein schon wirklich bei mir sehr weit oben. Was auch sehr cool war, der Priester hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass gleich auch eine Hochzeitszeremonie stattfinden würde. Und das war total cool. Wir durften ganz nah an das Brautpaar heran und das war so wow. Und sogar auch hinter die Kiste, hinter diese große Box, wo man ja das Geld reinwirft, um zu beten. Und wir durften so ein bisschen dann auch so in den Schrein reinspähen, halt, so Zeremonien. Das war voll cool. Ich durfte ein kleines bisschen filmen, das war total lieb. Das war echt super.中国が発祥の楽器で、当社では交渉、七力流的な三管での演奏でございます。発祥の中国時代ではもう文化大革命で全部文化がなくなってしまいまして、ただ日本に平安時代に伝わってきたこの雅楽というのは本場の中国では途絶えちゃったけれども、日本でずっと引き続かれまして、現在でも宮内庁雅楽部で守られております。このおしゃれですね。Genau, das war Kanda. Eigentlich wollten wir uns dann noch den Shinagawa-Schrein anschauen, aber eigentlich war ich so vom Nese-Schrein erstmal komplett begeistert und total darauf fixiert, dass wir erstmal uns dachten, okay, wir haben schon mal jetzt so eine kleine Auswahl, schauen wir weiter. Gut, am nächsten Tag hat mein Mann dann halt beim Nese-Schrein angerufen. Da kam leider die blöde Nachricht, dass zu dem Zeitraum, was heißt blöd, die Azaleen halt blühen und dort eine Art Matsuri stattfindet. Und zu dem Zeitpunkt werden keine Hochzeitszeremonien abgehalten. Schade, somit fiel der Nese-Schrein leider weg. Die Sache war danach für mich dann total gegessen und ich wollte dann den Kanda. Also wirklich absolut den Kanda-Schrein. Mein Mann hat dann aber noch weiter rum überlegt und wollte aber gerne den Schrein, den wir uns damals als allererstes angeschaut hatten, der eigentlich schon komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen war. Und wir haben lange diskutiert. Lange, sehr lange. Kanda! 雪ヶ谷。やだ! Kanda! 雪ヶ谷。 Kanda! 雪ヶ谷。もう Kanda! 雪ヶ谷。 Ich denke aber langsam haben wir uns geeinigt. Hoffentlich. Vielleicht. Ja, jedenfalls haben wir dann auch noch mal so ein bisschen rumgeschaut wegen dem Datum. Wir haben halt die Sakura-Vorhersage der letzten Jahre verglichen und haben uns auf ein Datum geeinigt. Natürlich noch mit einem Ausweichdatum, weil man weiß ja nie, was passieren kann. Das Datum habe ich dann daraufhin auch schon meiner Mutter und meinen Geschwistern mitgeteilt, weil klar, die Flüge müssen ja dann auch irgendwie zeitnah gebucht werden. Dann haben wir uns noch ein bisschen überlegt, was wir wegen dem Essen machen. Es ist ein bisschen schwer, weil wir jetzt gar nicht so viele Hochzeitsgäste haben letzten Endes. Und im Schrein selbst, stimmt, das war halt auch nochmal so ein Faktum, im Schrein selbst darf eigentlich immer nur die allerengste Familie rein. Und das war nämlich ein Punkt, der mir bei Kanda sehr gut gefallen hat. Angenommen, es würden noch Freunde kommen, dürften sie ein bisschen weiter, also
außerhalb, aber immer noch im Schrein gäbe es so Bänke und da dürften sie dann halt ein bisschen unterhalb dann so sitzen. Das würde ich halt toll finden. Genau, dann sind sie halt nicht so ganz außerhalb. Genau, dann wegen dem Essen. Es sind nicht viele Leute, aber überall, was man auch findet, in irgendwelchen Restaurants oder bla, ist es immer 40 plus Gäste. Also wirklich, ja, eine hohe Anzahl an Gästen und die haben wir halt leider nicht. Es ist wirklich schwer, etwas nur für, naja, wenn es blöd kommt, vielleicht nur 10 Leute oder 20 zu finden und da gibt es halt wirklich nicht so viel. Es ist auf jeden Fall lustig zu sehen, wenn man das Ganze mal vergleicht, wie sehr die Japaner auf Italienisch stehen. Also das meiste sind wirklich mal italienische Restaurants, die sowas anbieten. Und ja, wir haben uns gedacht, wir schauen jetzt erstmal, wer kommt und ja, setzen das dann einfach dann fest. Am besten ein Buffet. Also es gibt zweierlei Arten, also entweder man nimmt feste Gänge-Menüs oder Buffets. Und ich denke halt, Buffets sind in dem Sinne besser, weil man ist halt flexibler. Nicht jeder isst alles. Also ich meine, ich bin selbst total krüsch, wenn es drauf ankommt. Und ich denke, bei einem Buffet hat man eher so ein, ja, mehr Spielraum letzten Endes. Genau. Mein Mann hat auch schon auf der Arbeit gefragt, ob das klar geht mit dem Hochzeitstermin und das sieht alles ganz gut aus. Genau, jetzt müssen wir noch beim Schrein anfragen, ob das passt. Wenn es wirklich jetzt der Schrein dann endlich mal ist, den ich mir wünsche. Und genau, es sind halt einfach so wahnsinnig viele Faktoren. Ich hoffe halt wahnsinnig auf gutes Wetter, auf Kirschblüten und es ist alles so schwer. Was mich aber auch gewundert hat, ich hätte eigentlich gedacht, es würde total schwer werden, noch irgendeinen Termin bei irgendeinem Schrein zu finden, weil halt diese Kirschblütenzeit so wahnsinnig beliebt ist zum Heiraten. Aber jetzt zum Beispiel beim Kanda-Schrein hat uns auch Kato-san einfach, ja, so eine Art Schedule gezeigt und es war noch so viel frei, es hat mich echt gewundert. Was auch noch übrigens ganz interessant ist, wegen der Datumswahl, ich weiß gar nicht, ob man das hier so sieht, das ist jetzt so der Kalender für nächstes Jahr und ihr seht, unter den Zahlen sind so kleine Kanji und das bedeutet, jeder Tag hat quasi so eine eigene Bedeutung. Es gibt so quasi, wie war denn das? Mein Mann hat mir das erklärt, aber es war irgendwie total kompliziert. Ja, halt Tage mit verschiedenen Bedeutungen. Einige haben halt sehr positive Bedeutungen, einige, also jetzt nicht negativ, aber halt ja, eher so neutrale. Und ich war halt der Meinung, ich möchte halt unbedingt etwas so richtig Positives als Datum. Und deswegen haben wir einfach geschaut, das kann man eigentlich hier auch ganz gut sehen, die roten Tage zum Beispiel unter der Woche, die ihr sehen könnt, das sind die positiven Tage, also quasi wo ein rotes Kanji drunter steht. Dürft ihr dann aber eigentlich ganz gut sehen, hoffentlich. Ansonsten reinzoomen. Genau. Das war halt auch noch so ein kleiner Faktor. Es ist halt krass, worauf man alles achten muss. Und dann natürlich auch noch die Sache, welche Kimono ich möchte. Ob jetzt nur den weißen oder den roten. Ich hatte eine kleine Umfrage gemacht auf Twitter und wahnsinnig viele waren halt der Meinung, der rote wäre schöner. Der ist auch wahnsinnig schön. Aber weiß ist halt so traditionell. Und ich bin halt so ein traditioneller Fan. Aber der rote ist schon echt super. Ja, ich habe auf jeden Fall gefragt, ob das irgendwie möglich wäre, dass ich mal beides anprobiere. Ich denke, es würde mir echt einiges erleichtern. Oder erschweren letzten Endes. Ich weiß es nicht. Aber ich schaue mal, dass ich irgendwann mal demnächst mit ihm einen Termin vereinbaren kann, dass ich beides mal anprobieren kann. Oh, das ist bestimmt voll cool. Oh mein Gott. Aber es ist cool. Es macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Und es macht vor allem auch echt Spaß, das alles auf Twitter zu teilen. Und ein bisschen auch so Meinungen einzuholen und mit Freunden drüber zu reden. Das ist halt richtig toll. Und es freut mich auch so sehr, dass es die Leute interessiert. Wobei ich ehrlich gesagt auch immer gerne bei anderen Leuten mitlese, wenn sie irgendwelche Hochzeitsvorbereitungen machen. Das ist total cool. So, das war's jetzt, glaube ich, auch. Welcher Schrein hat euch denn eigentlich am besten gefallen? Der nächste Schrein war schon echt toll, oder? Aber leider wird es nicht. Es ist echt schade. Aber der Kanda-Schrein ist auch nicht schlecht, denke ich. Ja, das war so mein kleines Vorbereitungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich halte euch weiter auf Trab und auf dem neuesten Stand über Twitter. Und wenn es mal wieder was Neues gibt oder es dann eventuell zu der großen Kimono-Anprobe kommt, nehme ich euch natürlich mit und werde euch davon berichten. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Wedding Planner Video und ja, bis zum nächsten Video. Man sieht sich!